Heute war der dran. Ein M135i. Das ist ja der F20 oder F21 in dem Fall. Und wir haben heute eine geile Soundanlage reingebaut, wie in mehreren anderen BMWs auch schon, und zwar die Boxmoor. Wir tauschen das komplette Frontsystem samt Under-Seat-Woofer aus, hauen das Ganze nur über einen richtigen geilen Verstärker und haben das perfekte DSP-Setting. Und wir zeigen euch den kompletten Einbau. In diesem Video haben wir die Version Boxmoor BMW DSP installiert. Das ist Auswechseln der Frontlautsprecher. Wir haben die 4-Kanal-Endstufe mit einem DSP-Prozessor integriert und ein komplettes Setup. Das heißt, wir haben den Equalizer perfekt eingestellt, wir haben die Laufzeitkorrektur, wir haben die Frequenzweichen, alles in der Endstufe bereits fertig für den 1er vorbereitet. Wer jetzt sagt, okay, 1099 ist mir vielleicht ein bisschen zu viel, ich würde auf DSP verzichten, habe aber danach die gleichen Lautsprecher drin und auch sozusagen quasi die gleiche Endstufe mit 4x130 Watt RMS-Leistung, der kann auch die GT-Version nehmen. Und wer sagt, nee, also das, was ihr hier eingebaut habt, ist ja lächerlich. Ja? Wir wollen die Extreme-Version haben. Da haben wir dann unterm Sitz noch heftigere Lautsprecher, die machen mehr Hub. Also die Subwoofer sozusagen. Und durch das, dass die eine andere Bauart haben, haben wir auch an der Endstufe dann sogar noch mehr Leistung. Und wir haben auch noch mehr Dämmmaterial mit dabei. Also ich verfechte ja die DSP-Variante, weil die ist echt schon mega. Und die haben wir jetzt hier eingebaut. Und ja, der Sound ist eigentlich schon ein ganzes Stück besser wie vorher, weil die originale Soundanlage, die HiFi-Anlage halt auch extrem, sie klingt ein bisschen langweilig. Du drehst auf und es ist auch nicht wirklich laut, es ist zwar irgendwie gut, aber irgendwie halt auch doch nicht. Dieses Fahrzeug hat jetzt eine HiFi-Ausstattung, also nicht die Standard, die gibt es ja auch, dann ist kein Verstärker mehr hinten im Kofferraum drin. Das ist original BMW HiFi mit einem kleinen Verstärker im Kofferraum drin und normale Lautsprecher mit drin. So. Und bei uns gibt es eine Besonderheit. In unserem 1er BMW hat unser Kunde, weil er ein Soundsystem aktiv hatte, aber ohne Hochtöner. Also die Originalausstattung war hier komplett ohne Hochtöner und nur ein Plastikteil drüber, hat sich unser Kunde gedacht, ich baue jetzt von Harman Kardon einen neuen Hochtöner und eine neue Vorrichtung mit drauf, die Originale von BMW. Ist aber damit super unglücklich gewesen, weil das halt jetzt einfach auch nicht mehr zusammenspielt so. Und wir können jetzt diese Vorrichtung trotzdem gleich hernehmen und unseren neuen Boxmoor Gladen Hochtöner dort einzubauen. In Gottes Namen steht halt Harman Kardon drauf, aber wer es braucht, es gibt dieses Blendenteil günstig zum Kaufen, ohne Hochtöner drin, einzeln nur als Gitter. Da steht dann auch nicht Harman Kardon drauf, sondern gar nichts. Das ist dann die HiFi-Ausstattung mit Hochtöner und das könnt ihr euch natürlich auch einzeln kaufen. Wir bauen unseren Hochtöner aber jetzt hier mit ein. Beim Türe zerlegen fangen wir an, das Kunststoffteil hier oben auszuhebeln. Da unten sind so Führungen drin, da kann man ganz gut rein. So. Jetzt kann man das Ganze nach unten aushängen. Dann können wir zugleich das hier entfernen. Und mit Torx jetzt 3 Schrauben entfernen. Am unteren Rand befinden sich auch nochmal 2 Torx-Schrauben. Und jetzt können wir mit dem Klippen anfangen, mit dem Endklippen hier rein und die ersten Clips von hier aus lösen. So. Und jetzt ist die ganze Türverkleidung nur noch hier oben dran geklippt und die kann ich hier wegziehen. So, das war's. Und von hier aus können wir jetzt unsere ganzen Kabel aushängen, die wir noch haben. Um den Lautsprecher drumherum, um den Bereich, werden wir jetzt einmal ein bisschen Dämmmatten anbringen und natürlich auch noch die Akustikdämmmatte.
Wie das geht, könnt ihr im Schnelldurchgang sehen. Um an die Underseat-Woofer zu kommen, müssen wir den Sitz erstmal ganz nach hinten stellen und auch die Lehne gleich ganz nach vorne einstellen. Und jetzt können wir auch gleich unsere Schrauben hier unten in der Führungsschiene lösen. Um an die hinteren Schrauben jetzt zu kommen, müssen wir den Sitz ganz nach vorne fahren. Wenn alle 4 Schrauben weg sind, dann können wir jetzt den Sitz komplett nach hinten kippen. Und brauchen ihn nicht ausstecken. Hier unten ist der Airbag-Stecker und das ganze Zeug dran. Das lassen wir alles, wie es ist und können jetzt von hier aus die Schrauben von dem Subwoofer-Gitter lösen. So. Wir finden jetzt bei uns hier in dem Modell einen Underseat-Woofer vor, der tatsächlich 4 Schrauben drin hat, den ich hier drin rausmontieren kann und den neuen reinmontieren kann. Es gibt Modelle, da gibt es keine 4 Schrauben, sondern da ist der ganze Subwoofer hier drin verklebt. Dann muss man den rausbrechen. Da haben wir aber bei unserem F31 Video bereits das sehr ausführlich gemacht. Da gibt es dann auch die Information, wie man das ganze Teil hier rausschraubt. Das heißt, hier haben wir einfach 2 10er Schrauben, die nochmal entfernt werden müssen. Dann kann ich die ganze Einheit rausnehmen und auf meiner Werkbank richtig auseinanderbauen. Und wen es genau interessiert, der schaut sich einfach das F31-Video an dieser Stelle an. Wir haben eine Verlinkung unten im Videobeschreibungstext für euch bereitgehalten. Wir für unseren Bereich können jetzt diesen Lautsprecher einfach rausschrauben. Und jetzt können wir den ganzen Lautsprecher hier dran raushebeln. So, das war's. Und schon haben wir ihn. Hier können wir abstecken. Die Kunststoffaufnahme von dem Lautsprecher, die dämmen wir jetzt noch ein bisschen, indem wir noch ein bisschen Bitumenmatte hier reinkleben. Bei dem geschraubten Subwoofer ist automatisch schon unten die Dichtschicht so dran, dass man hier nichts weiteres machen muss, außer den Lautsprecher einfach zu wechseln. Im Lieferumfang liegt das passende Adapterstück schon dabei, das wir jetzt mit unserem Lautsprecher verschrauben können, damit dann wieder alles passt, ohne irgendwas abzuschneiden. So, Minus. Jetzt sollten wir hier noch die Kabel ein bisschen nach oben biegen, die Winkel, dass wir den schön hier reinbringen in die Führung. So, dann passt es nämlich hier auch jetzt optimal rein. Also vielleicht anzumerken, es ist jetzt hier ein 10er Torx, den wir jetzt hier die ganze Zeit verwenden. Und um das Gitter wegzumachen, ist es ein 15er Torx. Und auch die Türverkleidung wegzumachen, das ist ein 15er Torx. Wenn wir schon mal dabei sind und den Sitz umgeklappt haben und sehen, dass da Dreck drunter ist, dann machen wir natürlich auch gleich raus. So, gut. Der Hochtöner ist nur geklippt und reingesteckt. Der lässt sich recht problemlos entfernen. Und hier können wir jetzt auch den Original Hochtöner bzw. diesen
anderen Hochtöner wegmachen, indem man nur eine von den Klammern mal ein bisschen entfernt und rausklippt. Durch das, dass in dem Fahrzeug von vornherein kein Hochtöner vorgesehen war, sondern nur der Mittelhochtöner sozusagen, gibt es auch hier nur eine Zuleitung und der Kunde hier hat den nachgerüsteten Hochtöner nur parallel hier drauf gemacht. Das können wir aber alles lösen. Wir haben in der Regel einen Zugang zu diesem Mitteltöner, den wir jetzt dann gleich auch als Zugang für unsere Endstufe bzw. für unsere Frequenzweiche nutzen werden. Ich mache das jetzt alles mal wieder zum Originalzustand, so wie es eigentlich ausschaut, wenn man das Fahrzeug zum ersten Mal auseinander nimmt. Wenn ihr ein Fahrzeug habt, wo entweder dieses Gitter bereits drin ist, also ein Hochtöner-Dreieck mit Gitter oder eins, das ihr nachgekauft habt, ihr braucht auf jeden Fall eben ein Spiegeldreieck mit Gitter. Gibt es jetzt im Lieferumfang vom Boxmoor-System den neuen Hochtöner, den wir ganz normal hier einsetzen. Und hier schauen müssen, dass das in der Fuge die Kerbe drin ist. Und dann macht es Klick und der Hochtöner ist drin und das war's. Und jetzt können wir den wieder reinbauen. So, das machen wir daher. Alles gut. Setzen wir den wieder ein. Das war's. Jetzt haben wir unsere Hauptzuleitung für die Türe. Das ist der Anschluss hier für unseren Mitteltöner. Den brauchen wir gleich. Jetzt bauen wir aber den Mitteltöner mal raus. Jetzt, wo der Mitteltöner weg ist, können wir auch das Außenblech ein bisschen mitdämmen, weil wir jetzt gut drankommen. Und wir werden diesen Bereich auch gleich mitdämmen, damit es weniger schwingen kann. Wir haben jetzt hier die Frequenzweiche, die wir mit unserem Hauptanschluss direkt auf den Anschluss draufgehen, wo gerade eben der Mitteltöner angeschlossen war. Weil wir haben jetzt eine Frequenzweiche drin, die den Sound zwischen dem Hochtöner und dem Mitteltöner noch aufteilt. Und wir müssen jetzt die Verkabelung noch richtig machen. Und es gibt hier noch diese Brücken. Man kann hier die Brücke durchtrennen, also mit dem Seitenschneider aufmachen, falls einem der Hochton zu laut oder zu leise ist. Aber das Setup, welches wir mit dem DSP, mit dem voreingestellten Programm sozusagen aufspielen, sagt uns bereits, ob diese Schlaufe getrennt sein soll oder nicht. Bei unserem Fahrzeug jetzt hier wird diese Schlaufe nicht aufgetrennt, also die bleibt, wie sie ist. Wir müssen nur schauen, dass wir das hier schön verkabeln können. Und ich habe auch schon einen Platz gefunden, weil es geht hier wirklich sehr eng zu. Ich kann mich kaum entscheiden, da oder da ist alles zu. Wir können an der Stelle das Ganze nachher an die Türverkleidung ranmachen. Wie das nachher genau ausschaut, seht ihr gleich. So, unseren Mitteltöner, den müssen wir hier durch auf die andere Seite rüberbringen. Den können wir auch gleich festmachen. Und zwar werden wir hier noch dieses Dichtband dazwischen machen, damit der Lautsprecher hier an der Stelle überall noch mal so eine Dichtschicht mitbekommt. Liegt ja übrigens im Lieferumfang mit dabei. Jetzt können wir hier Plus und Minus. Minus ist in dem Fall der markierte, also der mit dem schwarzen Streifen. So, wir haben hier Plus und da Minus. Also Minus mit dem markierten Streifen. Gut. Und jetzt knickt man das Ganze auch ein bisschen nach oben.
dass wir hier auf jeden Fall ein ganzes Stück vom Fenster wegkommen, weil das läuft nachher hier rauf und runter. Und jetzt können wir den Lautsprecher hier befestigen mit den alten Schrauben wie gewohnt. Und jetzt haben wir das Mitteltönerkabel, wo hier kommt. Und wir müssen bis da runterkommen können. Also müssen wir uns das Kabel ein bisschen aufteilen. So. Und das binden wir mit nach oben weg. Machen wir Isolierband drumherum. So. Hochtöner jetzt gleich mit anschließen. Der ist schon so konfektioniert, dass man den gar nicht falsch anschließen kann. So. Und jetzt machen wir unsere Frequenzweiche, habe ich jetzt vom Platz her hier an diese Position mitgedacht, weil da wirklich, das ist so ziemlich der einzige Bereich drin, wo in diesem Bereich überhaupt Platz für die Frequenzweiche ist, ohne dass, wenn man die Türverkleidung wieder dran macht, ein Druck dran entsteht. Hier an der Stelle machen wir jetzt nur noch ein Bitumenbad rein, damit das da dran haften bleibt und nicht zum Klappern anfängt. So, das ist richtig schön mit Bitumen voll. Und jetzt rein damit. So, das haftet für den ersten Moment und klappert auch nicht. Und jetzt müssen wir nur noch die ganzen Kabel wieder dran machen, wie sie vorher dran waren. So. Um den Entriegler festzumachen, muss man unbedingt schauen, dass man den Griff auf der Seite komplett einklappt. Und jetzt kann man den einführen und es verriegelt nur noch. Und jetzt gibt es diesen Moment, um den Pin hier einzuführen. Und jetzt heben wir den mal oben dran und fühlen schon, dass die Clips dann passen. Und jetzt kann ich ihn oben schon mal fixieren und dann ist er schon mal dran. Und jetzt müssen wir nur noch darauf achten, dass wir die Clips in die richtige Position bringen. Man merkt es auch, dass die alle schön in der Führung sind. So. Dann fangen wir hier unten wieder an, die Schrauben einzusetzen. Deckel wieder drauf. Den wieder unten einhängen und klippen. Das war's. Schwuppdiwupp kommen wir auch schon zum Einbau der Endstufe. Und da bietet sich beim F20 oder F21 echt mal richtig cool an. Rechts von der Batterie ist hier richtig Platz. Und da können wir mit einem kleinen Montagebrett, das wir auch gleich haben, die Endstufe hier so reinmachen. Und haben auch sogar direkt die Masse und den Pluspol hier direkt vorhanden. Und jetzt müssen wir nur noch unsere Verbindung zwischen der Endstufe und unserer richtigen BMW-Endstufe, das ist nämlich die hier unten, die können wir gleich hier aushängen und mit unserem speziellen Boxmoor-Adapterkabel mit unserer eigenen neuen Boxmoor-Endstufe verbinden. Im Lieferumfang vom Boxmoor-System liegt ja das Verbindungskabel schon dabei, da wo wir dann von der originalen BMW-Endstufe abgreifen, uns die Signale holen, in die Boxmoor geladene Endstufe oder Mosconi-Endstufe erstmal reinfahren und das gepowerte Signal wieder zu den Bordlautsprechern zurückschicken, die wir gerade ausgewechselt haben. Was im Set nicht dabei liegt, ist da die ganze Stromversorgung, das heißt Pluskabel, Minuskabel, Sicherungshalter und Ringeösen. Wir haben für euch aber extra zusammengestellt ein Kabelkit BMW, den haben wir deswegen BMW genannt, weil es bei den meisten BMWs, bei den neueren so ist, dass im Kofferraum die Batterie ist und somit wir kein 5 Meter Stromkabel brauchen und 1 Meter Masse, sondern lieber mal 2 Meter Masse und 2 Meter Stromkabel und das gibt viel mehr Sinn. Wir haben euch das hier zusammengestellt, damit ihr die perfekte
Konfiguration sozusagen habt für den BMW und nicht unnötig Powerkabel wegschmeißen müsst und Masse ist dann zum Schluss doch zu kurz. Einmal V20 Vollkupfer BMW oder V10 Vollkupfer BMW, das heißt 20 Quadrat oder 10 Quadrat, je nach Endstufe. Wir bauen bei unserem Boxmore-System die 20 Quadrat Variante ein und dabei liegt jetzt einmal 20 Quadrat Powerkabel vorkonfektioniert mit 2 Meter und bereits gequetschter Ringöse vom Feinsten, das heißt, das braucht ihr daheim auch nicht mehr machen. Und das gleiche als Massekabel, auch bereits vorkonfektioniert. Wir haben einen Sicherungshalter mit drin, den müsst ihr noch mit einbauen und haben die entsprechenden Ader-Endhülsen bereits mit dabei. Und wer nicht das Boxmore-System verbaut, weil da braucht man keine Remote-Leitung, die Endstufe schaltet ja automatisch an. Sobald das Autoradio angeschaltet wird, da brauchen wir nichts extra verlegen. Aber wenn jemand keine Boxmore-Anlage verbaut, sondern herkömmlich einfach nur diesen BMW-Kabelkit nimmt für eine andere Endstufe, sind auch nochmal 5 Meter Power Remote-Kabel mit dabei. Ebenfalls mit dabei in unserem V10 und V20 BMW-Kit ist auch ein Gewebeschlauch, damit ihr das richtig schick einpacken könnt im OEM-Style. Ebenfalls gleich mit einer Rolle Isolierband, damit ihr schön einpacken könnt. Wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wir haben unser Kabel bereits jetzt abgelenkt. Bei uns beim 1er BMW ist der Kabelweg wirklich sehr kurz, weil die Endstufe direkt neben der Batterie liegt. Und wir können jetzt anfangen, gleich mal hier die Sicherung mit einzuarbeiten, gleich in der Nähe des Pluspols. Und da machen wir die Sicherung rein. Hier, das können wir mittendrin rausnehmen. Das wäre für die Reduzierung auf ein 10 Quadrat Kabel. Das können wir wegtun. Auf der Seite natürlich genau das gleiche Spiel. Jetzt packen wir hier eine Ader-Endhülse drauf und können das Ganze gleich hier verschrauben. Und der Sicherungshalter wieder drauf. Auf der Seite der Endstufen haben wir noch die Ader-Endhülsen, die wir später noch drauf machen können. Dadurch, dass wir sehr kurze Wege haben, ist auch der Weg, wo Plus und Minus den gemeinsamen Weg hat, sehr kurz. Ab hier und hier läuft es separat. Das heißt, wir können jetzt hier mit unserem dünneren Gewebeschlauch schon mal bis zum Sicherungshalter das Ganze festmachen. So. Und jetzt haben wir noch einen ganz kurzen Weg gemeinsam. Wir haben jetzt unseren Kabelbaum für die Stromversorgung bereits fertig. Jetzt können wir den auch direkt schon anschließen und sozusagen stromtechnisch komplett vorbereiten. Masse und Plus. Nicht verwechseln bitte. Wir haben bisher auch bei den anderen Boxmore-Paketen, die wir bisher im Video gezeigt haben, immer so eine Montageplatte gemacht. Wir haben jetzt hier in dem Fall auch eine Montageplatte, die hier eine schräge Kante hat. Aber wir werden jetzt auch noch eine Montageplatte im Webshop mit anbieten, die alle bisherigen Fahrzeuge, die wir gemacht haben, von den Maßen erfüllt, sodass ihr eine einzige Platte habt, die für verschiedene Anwendungen möglich ist. Die werden wir euch jetzt im Webshop noch mit anbieten. Wir verbauen jetzt aber unsere neue Montageplatte mit der Schräge nach oben, dass die nachher so drin steht. Und dementsprechend muss das jetzt hier so eingebaut werden, dass die Endstufe ein bisschen versetzt nach unten angeschraubt wird. Zu dieser Montageplatte, die wir ja extra auch bei vielen anderen BMWs jetzt schon angefertigt haben, wäre der 1er BMW genau an der Stelle, wo wir jetzt die Endstufe installieren, eigentlich der erste, wo ich sagen würde, man könnte vielleicht sogar auf dieses Montagebrett verzichten, weil eigentlich ist die Endstufe sehr schön da dran rein zu positionieren und man könnte halt diese Endstufe in dieses Bitumenbad reinlegen. Könnt ihr selber entscheiden, ob ihr diese Montageplatte an der Stelle braucht oder nicht. Jetzt können wir die hier reinlegen. Da unten ist ja unser Massepunkt, den wir jetzt ansteuern müssen, wo unsere Endstufe nachher da drüber ist. Insofern jetzt noch mal kurz zurück und die Stromversorgung schon mal anschließen auf Masse. Das war ein 13er.
So, gescheit festziehen, damit die Masse auf jeden Fall immer gewährleistet ist. Und jetzt können wir, blöd wie wir sind, müssen wir jetzt das Kabel natürlich da unten durchziehen und haben das noch fest. Also müssen wir mit dem Zehner das erstmal nochmal aufmachen, dass wir das Kabel da unten durchziehen können. Okay. So, und jetzt können wir das Kabel natürlich da unten durchziehen. So. Die restlichen Kabel, wo noch kommen, die können wir auch so unten durchlegen, aber machen wir es normal noch gar nicht fest. So, Fakt ist, dass wir jetzt das Pluskabel hier mit unserem Sicherungshalter direkt auf den Pluspol draufklemmen können. Das können wir auch machen. Dass die Endstufe an der mal so kurz funkt, ist völlig normal, weil die Kondensatoren von der Endstufe sich in dem Moment schon vollladen. Es sollte nur nicht länger funken. Und jetzt kommt unser Kernstück, unser Kabelverbindungsstück von Boxmoor. Wir gehen jetzt auf die originale Endstufe drauf, nehmen uns alles weg, verlegen dann das Kabel bis zur Endstufe und dann sind wir eigentlich schon fertig. So, jetzt machen wir das gute Stück mal auf. Und hier unten drinne, das ist der Zentralstecker von der Endstufe, den müssen wir abstecken und da oben ist eine Verriegelung drauf, die wir lösen müssen. Und jetzt können wir den Hebel, hier müssen wir das entriegeln und dann den Hebel nach vorne schieben. Und jetzt können wir den ganz nach vorne schieben. Und damit haben wir den Schalter dann sozusagen in unseren Händen. Ja, das ist der Stecker, nicht Schalter, sondern Stecker. Wir müssen jetzt den Stecker hier so rumlegen, damit wir auf unseren neuen Stecker draufkommen. Das ist unser Boxmoor-Verbinder. So, einmal zusammenstecken und wieder verriegeln, ganz wichtig. Und jetzt haben wir unseren neuen Stecker, der jetzt auch wieder auf die Endstufe drauf muss. Und zwar müssen wir schauen, dass der schon mal offen ist. Also der Riegel muss so in der Stellung sein und dann führen wir den Stecker in der Buchse ein. Und jetzt kann ich den Stecker nach oben klippen und fertig. Jetzt ist alles wieder verriegelt. Wir müssen jetzt unsere Signalleitung von hier hinten bis nach da drüben durchbringen und es geht eigentlich relativ geschickt, indem wir das ein bisschen anlupfen, hier mit dem Finger unten reinfahren und dann, mit was fangen wir an? Mit unserem Cinch-Kabel von der anderen Seite das entgegenbringen. So, das gleiche mit dem Lautsprecherkabel und jetzt vorsichtig das ganze Kabel nachziehen. So, das reicht uns. Hier drin alles verkabelt, hier können wir wieder zumachen. Und jetzt können wir unsere Kabel hier auch an der Endstufe anschließen. Hier unten durchziehen noch, nicht vergessen. Und jetzt können wir sie auch hier anstecken an unserem Molex-Stecker. Und unser Cinch-Kabel ist an der Stelle hier für den BMW-Einbau zu kurz. Und deswegen brauchen wir hier eine Cinch-Verlängerung. Hier haben wir unser 0,75 Meter Cinch-Kabel. Das ist zwar ein bisschen zu lang, rein theoretisch steht echt 10 cm reichen. Und jetzt verbinden wir die miteinander. Machen sie noch richtig fest, kleiner mit einem Isolierband außenrum, damit nichts mehr auseinander geht. Und jetzt können wir die auf Kanal 1 und 2, auf Kanal Input A und B einstecken. Ne, Kanal A, Kanal 1 und 2 einstecken. Das war es an für sich für die Verkabelung der Endstufe. Jetzt müssten wir nur noch hier ein Bitumenbad reinlegen, damit man das Ganze hier fixiert, damit nichts zum Klappern anfängt und nichts hin und her rutscht. Wir brauchen aber jetzt noch das Setup für die Endstufe. Das heißt, das, was uns Gladen bereits für dieses Auto beschert hat, werden wir jetzt erstmal hier über unseren USB per PC aufspielen. Bei der Auslieferung haben wir die Endstufen bereits mit dem passenden Setup für euer spezielles Fahrzeug konfiguriert. Wer es dennoch selber machen mag, kann sich die Mosconi Software von der Mosconi Webseite downloaden und sich hier dann verbinden mit der 130.4 DSP und kann direkt auf den
DSP Zugriff nehmen und sobald wir auf Preset 1 gehen, werden wir dann auch gleich gefragt, möchtest du die Daten von der Endstufe auf den Computer kopieren? Dann sagen wir ja, Copy Data to the Console und holen erstmal alles, was auf dem DSP drauf ist. Das dauert einen ganz kleinen Moment und kann dann, wenn alles rübergeladen ist, auf Preset 1 holen wir unser Setting, das was wir für das Fahrzeug bereits vorgebaut haben oder von Mosconi wir bekommen. Hier habe ich es auf unserem Desktop abgelegt und hole mir die Datei und hier sagt er schon, alles erfolgreich geladen und jetzt aktiviert er noch dieses Setup. Und wenn wir hiermit fertig sind, sind alle Pegel, alle Laufzeiten vom Equalizer und so weiter, alles eingestellt. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist die Pegeleinstellung an der Endstufe. Beim ersten Mal Pegelsetting machen wir den Gain-Regler ganz auf 0, damit der erstmal unten ist. Wir können dann auch gern mal so ein gutes Drittel aufdrehen und hören uns die Anlage jetzt erstmal an, wie es so funktioniert. Wir haben jetzt den Pegel von der Endstufe auf tatsächlich circa einem Drittel eingestellt am Level, am Gain von der Endstufe und es hat super harmoniert. Wir haben optimale Dynamik und wir können jetzt damit auch die Endstufe wieder in das Montageloch sozusagen zurückversenken und damit wir nicht die Kabel, also unsere Lautsprecher und Cinch-Kabel neben dem Stromkabel so ganz direkt verlegen, machen wir das ganze Signalkabel hier rein und zwar mit einem Bitumenband, damit das richtig hält. Ziehen wir das da nochmal rein, machen wir das weg, machen wir hier Bitumenband her und jetzt können wir das da reinlegen und festmachen. So, und kommen trotzdem noch an alles ran. Die Schraube müssen wir noch zudrehen. So, jetzt nehmen wir die Endstufe, versenken die da rein. Cinch-Kabel alle unten rein. Die Cinch-Kabel, die können wir auch ein bisschen zusammenbinden, dass das beieinander ist, das Ganze. Das können wir auch am Boden, damit hier nichts zum Klappern anfängt, ein bisschen Bitumen drunter machen. Und das Kabel hier ein bisschen andrücken, dann kann da nichts mehr weg. Und jetzt nehmen wir noch unser Datenkabel. Das können wir aber jetzt mal auf der Seite noch lassen. Das ist nämlich von vorne zugänglich. Und jetzt können wir das alles hier reinmachen. So, unser USB-Kabel. Wenn man da mal ran muss, habe ich das zumindest immer parat. Immer hier eingesteckt lassen, das stört überhaupt nicht. Und jetzt ziehen wir genau hier noch ein Bitumenband rein. So, und jetzt einfach anpressen und runter. So, da geht nichts mehr weg, da bewegt sich nichts mehr. Super. Der vorherige Sound in dem Fahrzeug war ja echt brutal hochtonlastig, aber man kann ihn auch nicht als Referenz nehmen, weil hier der Kunde selber schon mal diesen neuen Harman Kardon Hochtöner installiert hat, was so zu dem System eigentlich gar nicht mehr passt. Insofern lassen wir den Eingangscheck weg. Ich weiß, dass eine HiFi-Anlage bei BMW schnell an ihre Grenzen kommt. Für normale Ansprüche sagt man vielleicht, naja, irgendwie geht's ja, aber wenn man aufdrehen will, macht es halt keinen Spaß mehr und genau das hoffe ich, dass wir jetzt haben. Ich mache mal nur kurz eine Probe, Hör-Session und einen Soundcheck, damit ich euch jetzt gleich nochmal bestätigen kann, wie geil das auch im 1er, F20 oder F21 klingen kann. Bis gleich. Also, jetzt seid ihr wohl schon auch ganz gespannt. Ah, geil halt. Einfach Boxmoor. Eine Welt zuvorher, eine Welt zum normalen Standardsystem, eine Welt auch noch zum HiFi-System. Jetzt Pegel, Pegel, Pegel. Es geht echt richtig verdammt laut.
Und es klingt natürlich auch noch gut bei hoher Lautstärke. Es klingt total auflösend, die Stimmen sind sehr, sehr schön präsent, alles spielt sich schön auf dem Armaturenbrett ab. Die Bässe, die zucken ordentlich. Also jetzt hat man auch so, man merkt diesen Bassschlag einfach, das macht Bumm. Und das merkt man. Und das geht bei schnelle Bässe geht es sehr gut. Selbst tiefere Frequenzen, also so Hip-Hop-mäßig oder sowas, ist hier auch viel, viel mehr Zuwachs wie vorher da. Das heißt, das ganze Paket ist einfach klanglich eine Galaxie. Naja, doch. Was? Eine Galaxie zum vorherigen System. Und ja, ich finde das jedes Mal wieder geil. Das ist jetzt nicht die erste Boxmoor-Anlage, die wir einbauen. Aber es ist immer wieder begeisternd, wie geil es danach klingt, wenn man einfach nur ein paar Frontlautsprecher austauscht, eine Endstufe dazu, alles mit einem homöopathischen Aufwand. Und auch die Installation ist ja jetzt alles überschaubar. Also einfach nur geile Lösung. Wer sich jetzt dazu entscheidet, die Boxmoor bei sich einzubauen, oder von uns einbauen zu lassen, der sollte bei der Bestellung bitte bei uns mit im Bestellprozess, bei Kommentare, die VIN-Nummer von seinem Fahrzeug mit übermitteln. Dann können wir nochmal checken, passt die Boxmoor wirklich in das Fahrzeug rein? Braucht ihr Hochtöner, Vorrichtung, ja oder nein? Bitte gebt uns auch mit an, habt ihr ein ASD, ein Active Sound Design, wo der Motorsound über die Bordlautsprecher mitgegeben wird. Da braucht man auch nochmal ein spezielles Kabel. Gibt es natürlich auch bei uns bei Boxmoor. Im Shop werden wir diese notwendigen Sachen mit als Zubehörteile mit anbieten. Aber gebt uns über diese Sachen kurz Bescheid und dann zuckt es richtig im Auto. Okay, egal welcher Typ du bist. Scheißegal, wir haben dir hiermit die Videoanleitung so jetzt gebaut, dass du eigentlich egal welche Anlage du magst, cool einbauen kannst und nachmachen kannst. Und ja, entscheid doch selber. Ich sage auf jeden Fall mal schon mal danke fürs Zuschauen, für die langen Minuten, die wir jetzt zusammen verbracht haben. Und wir freuen uns natürlich immer über ein Abo und Daumen hoch von euch und haut mal einen Kommentar unten ran. Danke fürs Zuschauen, euer Olli.